Hallo meine Freunde, hola Madridistas, gute Zeiten, schlechte Zeiten bei Real Madrid. Ich habe heute ein Video voller aktueller Informationen rund um Real Madrid, einen Tag bevor wir unser letztes Vorbereitungsspiel gegen Schalke haben. Unter anderem erfahrt ihr in diesem Video, wo ihr auf Autogrammjagd gehen könnt, wo unsere Jungs heute übernachten, wie der Tagesablauf aussieht, welche Spieler sind verletzt, welche Spieler sind dafür morgen dabei. Ja, und zu guter Letzt hat Real Madrid das Interview mit Kylian Mbappé geführt, was sie mit allen Spielern gemacht haben, die zurückgekommen sind aus der Nationalmannschaft. Und das bei Kylian Mbappé war sehr, sehr interessant. Also, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir zunächst einmal mit ganz neuen Informationen an. Und zwar, das Santiago Bernabéu bekommt seinen Namen. Wie ihr seht, der Name Bernabéu und dahinter ein Real Madrid-Emblem werden gerade installiert, während ich dieses Video für euch mache. Und ich muss da mal wirklich kritisch sein. Was jetzt kommt, ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne eine andere haben. Ich bin immer offen für alle Meinungen. Könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Übrigens, heute sage ich es wieder am Anfang, lasst bitte ein Follow da. Das ist kostenlos für euch, unterstützt mich ungemein. Aber ich muss sagen, mir gefällt das nicht. Für mich ist das Bernabéu das Santiago Bernabéu. Für mich ist das eine Sache des Respekts für den Präsidenten. Meiner Meinung nach wäre Real Madrid nicht Real Madrid ohne Menschen wie Santiago Bernabéu und Florentino Perez. Ich will auch irgendwann, wenn das Trainingsgelände oder was auch immer, möchte ich nicht, dass das nur Perez genannt wird, sondern Florentino Perez. So verstehe ich das nun mal. Ich verstehe heute zu Zeiten des Marketings. Alles muss schneller, größer, stylischer, kürzer sein. Hashtag Bernabéu. Ja, ich verstehe es, aber ich habe da ein nostalgisches Oldschool-Herz. Für mich hätte ich es angebrachter gefunden, wenn das Santiago Bernabéu gestanden hätte. Ja, was ich auch für angebrachter gehalten hätte, jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was Real Madrid ein bisschen peripher betrifft, aber trotzdem wollte ich das mit euch besprechen. Das spanische CTA hat gestern die Schiedsrichter für die neue Saison vorgestellt. Also unser stärkster Gegner hat sich wieder einmal stark verpflichtet. Die Menschen, die dafür sorgen können, dass Real Madrid trotz internationaler Weltklasse in der spanischen Liga mit Abstand nur Zweiter wird. Ich hoffe, dieses Jahr ist Real Madrid stark genug, auch gegen ihren stärksten Konkurrenten, die CTA, zu gewinnen. Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, Mario, warum bist du so sarkastisch? Warte doch mal ab. Ja, ich habe euch inzwischen auf diesem Kanal seit bald 3 Jahren erklärt, wie dieses CTA-System funktioniert, dass die Schiedsrichter, die in eine bestimmte Richtung pfeifen, belohnt werden etc. Ja, und hier das nächste Beispiel. Alejandro Quintero. Viele von euch kennen das Gesicht, aber wissen nicht, womit muss ich diesen Mann in Verbindung setzen. Ja, das ist der berühmte Schiedsrichter, über den Hamid damals dieses Video gemacht hat. Das ist der Schiedsrichter, unter dem Real Madrid gegen Celta Vigo 0-2 im Santiago Bernabéu verloren hat. Der Mann, der seltsamerweise bei Celta Vigo über 90 Minuten lang sehr viel Fingerspitzengefühl hatte. Die durften meckern, die durften faulen, alles wurde durchgewunken, jede 50-50, jede 80-20 Entscheidung trotzdem zugunsten von Celta Vigo. Kein einziger Pfiff für Real Madrid. Aber als Fran Garcia es gewagt hat, mal kurz ein bisschen zu meckern, sofort gelb-rot, Álvaro Carreras gelb-rot, Endrick rot, Xabi Alonso gelb. Ja, der Mann, der wie im Wilden Westen gelbe und rote Karten für Real Madrid gegeben hat. Ja, nach seiner zweiten Saison in der spanischen Liga, nach so einem Spiel, seltsamerweise darf er ab jetzt international für die spanische Fußballföderation pfeifen. Ja, und dann wundern wir uns, warum nie spanische Schiedsrichter bei WMs oder EMs dabei sind. Naja, vielleicht wegen solcher Entscheidungen. Naja, vielleicht bin ich zu kritisch, bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Ja, das ist die Information und naja, egal. Kommen wir zurück zu Real Madrid. Kommen wir zurück zu Sachen, die wir beeinflussen können. Ja, und gestern hatte ich euch erzählt, Jacobo Ortega wechselt für 10 Millionen Euro nach Straßburg. Das Ganze für 70% der Rechte. Und ich habe für euch die Übersicht, damit man mal sieht,
wie krass der Transfermarkt von den La Fabrica-Spielern für Real Madrid diese Saison gelaufen ist. Wir sind jetzt schon bei über 200 Millionen Euro und aufgepasst, ein Manuel Ángel soll auch noch dieses Transferfenster wechseln. Da gibt es einige Erst- und Zweitligisten, die angeklopft haben, die interessiert sind am Sechser, am Spielgestalter von Real Madrid Castilla. Er könnte der Nächste sein und dann könnten wir wieder ein paar Millionchen dazu bekommen. Wollte ich auch zeigen, Jacobo Ortega ist sogar vor einem César Palacios gelandet. Also das ist der absolute Wahnsinn, dieser Transfer, den Real Madrid da gemacht hat. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch diese Übersicht zeigen, weil ich die wirklich, wahnsinnig finde. Ja, was ich auch wahnsinnig fand, war gestern das Abschlusstraining. Einige schöne Tore, aber vor allem auch mal die Gelegenheit, alle zusammen trainieren zu sehen, mit einem Bellingham, mit einem Mbappé etc. pp. Und ich würde vorschlagen, ich mache es zwar selten, heute ist es angebracht, schauen wir uns das Training von Real Madrid an. Ja. I'm gon' find me some peace headache. Different day, same shit, ain't nothing good. Ja, ein hohes Tempo, hohe Intensität. Da wird auch in einem Artikel im AS drüber geredet, dass ein José Mourinho sehr, sehr hohe Intensität wieder in den Trainingsalltag von Real Madrid gebracht hat. Und das zweimal am Tag. Dass die Jungs sehr, sehr müde sind nach den Trainingseinheiten, aber dass José Mourinho das richtig durchsetzt. Und zwar die oberste Priorität von José Mourinho ist bisher gar nicht so die Taktik etc. Die oberste Priorität ist der Fitnesszustand. Die Jungs sollen wieder auf 100% sein. Und ganz ehrlich, freue ich mich drüber. Das ist tatsächlich eine Schraube, an der gedreht werden musste. Ein Real Madrid muss sehr intensiv sein, hat sehr viele Spiele im Laufe der Saison. Und hier und da hatten wir letztes Jahr schon oft das Gefühl, zumindest ich, erste Halbzeit, oho, zweite Halbzeit schlecht. Wie oft habe ich in meinen Videos gesagt, Real Madrid kann nur eine gute Halbzeit spielen. Ja, und das hat mit Sicherheit auch mit der Kraft, mit dem physischen Zustand zu tun. Abgesehen davon, dass es in der Kabine genügend Probleme gab. Aber mir gefällt die hohe Intensität in beiden Trainingseinheiten, 2 Trainingseinheiten am Tag. Naja, hoffen wir, dass die Jungs eine gute Grundfitness bekommen für den Rest der Saison. Ja, und wer sehr aufmerksam aufgepasst hat, der hat 2 Namen verpasst oder nicht gesehen bei diesen Trainingseinheiten. Kommen wir mal weg von den Langzeitverletzten. Natürlich ein Ferland Mendy dauert noch, bis er zurückkommt. Ein Raúl Asensio dauert noch ein bisschen, bis er zurückkommt. Ein Eder Militao, ich habe euch gezeigt, der ist wieder auf dem Trainingsplatz. Dauert trotzdem noch so bis Mitte, Ende September, Anfang Oktober, bis die wiederkommen. Aber auch ein Aurélien Tchouaméni und ein Endrick sind zurzeit leicht angeschlagen. Ein Tchouaméni, ja, nach der WM kam er angeschlagen zurück, hat noch keine richtige Trainingseinheit mit der Mannschaft gemacht. Aber Entwarnung, auch wenn er morgen nicht auf Schalke mitspielt, wird er nächste Woche gegen Espanyol Barcelona, heute in einer Woche ist Ligabeginn für Real Madrid, wird der Franzose zur Verfügung stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein José Mourinho ihn direkt in die Startelf setzen wird.
Naja, nach so einer langen Verletzung kann ich mir vorstellen, Fede Valverde wird sehr wahrscheinlich auf der 6 spielen. Aber Tchouaméni wird zur Verfügung stehen, auch wenn er jetzt morgen auf Schalke nicht dabei ist. Und genau das Gleiche, Wort für Wort, gilt für Endrick. Auch Endrick ist leicht angeschlagen, wird nicht auf Schalke spielen, wird aber nächste Woche zum Saisonstart zur Verfügung stehen. Bei ihm sehe ich schon mehr Chancen, dass er da wichtige Minuten gegen Espanyol Barcelona bekommt. Ja, und unsere Jungs bereiten sich heute wieder auf das Spiel morgen gegen Schalke vor. Real Madrid hat heute eine Stunde später mit dem Training gestartet und anstatt um 10, um 11. Warum hat Real Madrid das gemacht? Damit die Jungs danach ihr gemeinsames Mittagessen zu sich nehmen können. Dann geht's gegen 16 Uhr in den Flieger und Real Madrid soll heute gegen 18:30 Uhr in Düsseldorf landen und auch in Düsseldorf residieren. Nämlich im Hyatt Regency Hotel in Düsseldorf. Ja, es ist ein schönes Hotel, wenn man die Bilder so sieht. Das Ganze ist auf der Speditionsstraße 19 in Düsseldorf. Also, für all diejenigen von euch, die in Düsseldorf, Umgebung, Köln, Mönchengladbach, irgendwo da in der Ecke sind, unsere Jungs heute ab 18:30 Uhr sollten sie ins Hotel eintrudeln, ins Regency oder Hyatt Regency. Vielleicht habt ihr eine Chance, ein Autogramm zu erhaschen, aber zumindest werdet ihr die Chance bekommen, die Jungs mal so ganz von nahen zu sehen. Also packt euch die Kleinen ein, nehmt euch ein Real Madrid-Trikot mit und begrüßt unsere Jungs in Deutschland. Ja, vielleicht hat der eine oder andere sogar Glück und erhascht ein Autogramm. Wenn ja, dann besorgt mir eins mit und schickt mir das zu. Ich würde mich natürlich riesig freuen. Ja, ein Spieler, mit dem ich heute das Video beende und der natürlich heute auch in Düsseldorf aufschlagen wird, ist Kylian Mbappé. Und wie Real Madrid TV das so macht, mit den Videos, mit den WM-Rückkehrern, haben sie auch eins mit Kylian Mbappé gemacht. Und ein Wort wiederholt er mehr als alle anderen zusammen. Hören wir uns mal das Interview von Kylian Mbappé zusammen an. Sehr gut. Ich freue mich, wieder da zu sein. Freue mich auf den ersten Eindruck mit dem Team, mit dem neuen Stab, mit allen Kollegen, den Leuten hier in Valdebebas. Es ist immer schön, hierher zurückzukehren, zu spielen und uns auf die Saison vorzubereiten. Wir haben während der Weltmeisterschaft viel gesprochen. Er hat viel mit mir geredet. Jetzt bin ich vor einigen Tagen angekommen. Ich denke, es ist sehr positiv, einen solchen Trainer zu haben, der weiß, wie man gewinnt, der weiß, wie man die Richtung vorgibt, um zu gewinnen. Ich denke, als Spieler, jeder Spieler ist begeistert, einen Trainer zu haben, der weiß, wo es lang geht. Und ich denke, das ist positiv für uns. Nein, ich versuche mein Maximum zu geben, denn das ist der Moment, in dem wir am meisten arbeiten können. Wenn dann die Spiele mehr werden, geht es eher um das Management der Belastung und so weiter. Ich denke, jetzt ist der Moment, um voll durchzuziehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, damit wir für das erste Ligaspiel bereit sind. Nein, ich denke, wir müssen gewinnen und ich glaube, dass wir dieses Jahr Titel gewinnen werden. Ich bin mir sicher, dass wir wieder Titel gewinnen werden. Das ist es, was wir wollen und das wird passieren. Das wird passieren, weil ich spüre, dass die Mannschaft motiviert ist. Wir werden das ganze Jahr über fokussiert bleiben, um allen Madridistas Freude zu bereiten, denn ich denke, es gibt nichts Wichtigeres, als mit der Mannschaft Titel zu gewinnen, das zu spüren und den Fans Freude zu bereiten. Ich denke, es war ein ganz besonderer Tag. Zunächst einmal, wenn wir nicht über Madrid sprechen, das erste Spiel mit einer neuen Mannschaft ist immer etwas Besonderes. Und wenn die Mannschaft Real Madrid ist, hat es immer noch etwas Magischeres. Es war auch ein toller Abschluss. Alle hatten eine gute Zeit. Ein Tor, ein Titel, das Lächeln, einfach alles gut. Und danach waren es 2 Jahre voller Veränderungen für mich. Denn es war das erste Mal, dass ich mein Land verlassen habe. Und die Erfahrung ist sehr positiv. Mir gefällt der Verein sehr, in der spanischen Liga zu spielen, in Spanien zu leben, hier, wo ich die Stadt schon ein bisschen besser kenne. Ich denke, es ist auch sehr gut für den Spieler, sich in der Stadt, in der er lebt, wohlzufühlen. Und ich denke, dass es jetzt, wie ich schon sagte, an der Zeit ist, einen Schritt nach vorne zu machen und Titel zu gewinnen. Für mich war es ein Traum, hierher zu kommen. Es ist immer noch ein Traum, jeden Tag hier zu sein, die Gelegenheit zu haben. Ich bin ein Typ, der es versteht, die Gegenwart zu genießen, hier in der Gegenwart zu sein. Und ich weiß, was für ein Glück ich habe, hier zu sein. Aber jetzt müssen wir gewinnen. Du kannst bei Real Madrid sein oder wo auch immer. Erst recht bei Real Madrid. Du musst Titel gewinnen, Dinge gewinnen. Und genau deshalb bin ich hier. Und wie ich schon sagte, wir werden dieses Jahr Titel gewinnen. Hallo Madridistas.
Nur eine Nachricht, um mich für all die Unterstützung zu bedanken, die ihr uns in den 2 Jahren, die ich hier war, gegeben habt. Aber ich weiß, dass dieses Jahr noch wichtiger wird und dass wir gemeinsam Großes erreichen werden. Wir müssen bereit sein und wir werden es sein. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Das ist alles, was ein Kylian Mbappé vorhat. Er ist sich sicher, die Mannschaft wird gewinnen. Er sagt, wir werden gewinnen. Hat großes Vertrauen in die Truppe, die Energie, diese Saison, die ganze Saison halten. Ja, und immer wieder sagt er das Gleiche. Der ist angekommen vor 2 Jahren und für ihn muss es natürlich komplett frustrierend sein. Der kam zu einer Gewinnermannschaft. Seit er bei Real Madrid ist, bleiben die Titel aus. Seine Ex-Verein gewinnt seitdem alles. Es muss für ihn sehr, sehr frustrierend sein. Und ich bleibe dabei, Real Madrid hatte sehr viele Probleme. Kylian Mbappé war mit Sicherheit ein Teil der Probleme, aber nicht das Hauptproblem. Da gab es ganz andere Situationen. Habt ihr im Laufe der Jahre hier auf dem Kanal erfahren, die Probleme in der Kabine etc. pp. Er war keine treibende Kraft hinter Xabi Alonsos Entlassung. Im Gegenteil, er war im Team Xabi Alonso. Und als Xabi Alonso gehen musste, war er dann sauer. Naja, aber wie dem auch sei, auch ein Kylian Mbappé, Bellingham, Vini, alle müssen erkennen, wenn jeder dem anderen die Schuld gibt, wenn jeder nur zerstört, den anderen etc., dann verliert man am Ende selber. Auch die haben nur eine Karriere. Auch die haben nur eine Zeitepoche bei Real Madrid. Und wenn man nicht in Erinnerung bleiben möchte als die Versagertruppe, dann muss man sich zusammenreißen und es bleibt einem nichts anderes übrig, als zu gewinnen. Ja, mir hat das Interview positive Vibes gegeben. Ich hoffe, er erkennt, dass er auch seinen Krieg da mit Jude Bellingham beenden muss. Wie gesagt, im Endeffekt verlieren beim Krieg immer alle Seiten und das kann nicht das Ziel sein. Das kann nicht die Legacy sein, die ein Kylian Mbappé, Bellingham etc. bei Real Madrid hinterlassen möchten. Ja, ich bin gespannt. Mir haben die Worte des Franzosen gefallen. Sehr viel Zuversicht, wir werden gewinnen. Die wollen das für die Fans machen und ich werde hier an der Seite sein und unsere Jungs anfeuern. Ja, ich bin gespannt, was sagt ihr zu diesen Worten von Kylian Mbappé? Wer von euch ist in Düsseldorf? Lasst da mal die Infos in den Kommentaren. Wie gesagt, wenn einer 2 Autogramme erhaschen kann, ich hätte gerne 1. Und ansonsten würde ich vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich. Also, bis morgen. Hallo,